Ich glaube, ich kann nie wieder in den Baumarkt gehen, ohne das nicht einfach für 10 Minuten auch nochmal zu spielen. Als ich klein war, wollte ich immer Detektiv werden und habe mir damals in der Grundschule mit Freunden sogar eine eigene Visitenkarte für unsere Privatdetektei drucken lassen. Und einmal haben wir sogar einen Auftrag bekommen, wir sollten eine verlorene Katze finden. Haben wir nie gefunden. Aber heute treffe ich waschechte Privatdetektive Stefan und Miriam Woloschek. Die beiden sind absolute Profis. Ich nehme eure Fragen mit. Los geht's. Hallo. Hallo. Miriam Woloschek. Hallo. Stefan, hi. Robin, hey. Das ist euer Reich hier. Ja, das ist unser, ich sag mal, Überwachungsraum für das Kamerasystem. Also du beobachtest hier und du gehst dann raus und nimmst die Leute fest. Genau, ich bin eher der Flächenjäger und das wirst du heute auch tun. Du willst da mal reinschnuppern. Wie bereitet ihr euch denn vor? Was müssen wir denn jetzt alles noch irgendwie, müssen wir was machen, damit wir irgendwie ready sind für den Tag? Also die Miriam bleibt jetzt meistens hier oben, macht die Kamera. Natürlich läuft sie auch auf der Fläche. Aber ich gehe jetzt erstmal raus und mache einen Rundgang. So. Dann wollen wir mal. Weißt du was? Ich habe mich vergessen anzumelden. Okay. Das heißt, eine Anmeldung bedeutet über die Sprechanlage, dass wir sagen, dass wir im Haus sind, so dass die Mitarbeiter wissen, dass wir im Haus sind. Das könntest du mal machen. Die 100 ist im Haus. Perfekt. Dann lass uns. Gehen wir hier lang. Was ist so die lustigste Ausrede, die ihr je gehört habt? Die lustigste Ausrede, oh, da muss ich jetzt mal zurückdenken, das war schon ganz schön krass. Da hat jemand Batterien geklaut und dann hat er gesagt, er brauchte die Batterien schnell, hat kein Geld mit gehabt. Und deswegen hat er sie geklaut, weil seine Frau in Sterben liegt und er wollte sie noch fotografieren. Das fand ich schon mega krass. Und dann war es ja auch noch so, da musste er diese Bearbeitungsgebühr bezahlen, diese 100 €. Und dann holt er noch seine Karte raus, seine Baumarktkarte, wo man eben halt noch Punkte gut geschrieben haben wollte er noch für die 100 Euro dann noch die Punkte gut geschrieben haben. Und dann sage ich mir, normal ist es nicht, echt. Das ist Coupon und Punkte sammeln auf dem nächsten Level. Genau. Jo, dann gehen wir jetzt nochmal nach vorne, die Sicherungsanlage überprüfen. Hier funktioniert es. Nimm du das Ding einmal mal. Perfekt, die Anlage funktioniert, weil es gibt ja auch wirklich Vollprofis, die, es gibt auch so eine Klebedinger, die kleben sie hier unten ran oder da ran und dann piept das Ding den ganzen Tag. Und dann sind die Verkäufer so genervt, weil das Ding piept, die denken, das ist kaputt, dann schalten sie die Anlage aus. Freie Fahrt für den Dieb, ne? Okay. So arbeiten die. Viel gelernt heute. Ja, wir sind ja noch nicht fertig, jetzt geht es jetzt richtig los. Jetzt gehen wir raus. Diese Häuschen werden auch gerne genutzt wie ein Schäferstündchen. Ah, okay. Also, dann lernen Sie sich in der Diskothek kennen, dann gehen Sie da rein und dann findet man da dann auch schon diese schönen Luftballons, die dann unten rechts in der Ecke liegen. Oder eben halt das Geschäft wird verrichtet oder Sie trinken dort Bier oder Spritzen liegen da auch drin. Deswegen kontrollieren wir die Häuser alle durch. Close, close, when I get close on the coast. Ghost, ghost, don't post and I don't post. Close. Oh, offen. Aha. Siehst du? Und hat keiner reingekackt bisher. Das ist doch gut. Warte mal kurz, ich muss mal Miriam anrufen. Das sind jetzt so typische Täterprofile, ne? Also die Rucksäcke sind auch leer. Ja, ich bin das. So, da müssten vielleicht gleich 2 reinkommen. T-Shirt, Rucksack, sehr kurze Haare. Alles klar, bis gleich, tschüss. Hier auch mal ein bisschen aus der Schusslinie. Und es ist ja auch gut, dass die Miriam da ist. Die kann sie jetzt gucken. Dann können wir uns noch ein bisschen hier mal ein bisschen verstecken und dann gehen wir auch gleich mal rein. Was sind denn die Rechte? Dürfen wir die tackeln? Dürfen wir die festhalten? Also das Problem ist ja eben halt, wenn man die normale Ansprache macht und die machen nichts, dann darf ich nichts machen. Das ist das Verhältnismäßigkeit der Mittel. Das heißt, wenn du mir eine Ohrfeige haust, darf ich dich einen Knüppel nehmen und die einen auf den Kopf hauen. Da muss immer alles gleich sein. Natürlich, wenn ich Angst um mein Leben habe, Leib und Leben, oder ein Messer dabei, dann ist es ein räuberischer Diebstahl oder ein Diebstahl mit Waffen sogar. Das heißt, dann kann ich ihn bis zu 4 Stunden festhalten. Also auch mit Handschellen, wenn er richtig Theater macht. Ist das schon mal passiert bei euch, dass jemand so räuberisch Yeah. ist? Jeder 4. ist ein räuberischer. Okay. Ansprache, weglaufen ist räuberisch. Und wenn da noch ein Messer dabei ist und nimmst nur, es ist ein Cuttermesser, dann ist es ein Diebstahl mit Waffen. Weil mit diesem Cuttermesser kannst du mich ja angreifen. Aber selbst wenn er es nicht tut? Also einfach nur wenn es dabei hat, reicht es aus. Okay, spannend. Angel, ja, geh ich hin. Ja, ja. Können wir mit der Kamera jetzt schon mit oder sind die...
Ja, Das ist also auffällig. jetzt würde ich noch nicht mitkommen. Wenn da was passiert, müssen wir kurz ein dann... bisschen zurückbleiben. Die beiden, die wir da vorhin gesehen haben, die vorbeigelaufen sind, wo ich sofort das wusste, da ist was komisch, die hat Miriam jetzt beobachtet und anscheinend sieht es so aus, als hätten die was mitgehen lassen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob die es auch wirklich klauen. Und wir bleiben natürlich jetzt ein bisschen zurück mit der Kamera. Kommt Miriam auch schon. So, was hast du beobachtet? Ja, ich hatte jemanden mit leeren Rucksack und der hatte sich so eine Schutzbrille genommen und lief damit durch den ganzen Markt, bestimmt eine halbe Stunde. Und das ist eben halt der Vorteil einer Doppelbesetzung, dass wir dann austauschen können. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich einfach zu lange dran oder er hat mich schon zu sehr wahrgenommen, dann können wir austauschen. Und jetzt ist Stefan dran und guckt. Mal sehen, was passiert. Ja, was sagt ihr? Habt ihr schon mal was mitgehen lassen? Die Erfahrungen mit Ladendiebstählen? Schreibt alles mal in die Kommentare. Ich muss sagen, ich als kleiner Junge hatte auf jeden Fall den guten Riecher für den Job. Ich hätte das vielleicht auch weiterverfolgen sollen und nicht dieses YouTube-Zeug machen. Das macht schon Spaß. Ah, guck mal, da kommt Stefan. Alles gut, hab bezahlt. Ja, hat bezahlt. Ja. Ist das jetzt ein gutes Gefühl, weil es ein ehrlicher Kunde war, oder ist es ein schlechtes Gefühl, weil man jetzt das Gefühl hat, Mist, keinen erwischt? Auch ich würde sagen, das gehört zum Alltagsgeschäft, ne? Dass man eben halt mal, ich sage ja mal, nach der Begehensart oder nach den Verhaltensweisen von Kunden guckt. Und wenn er bezahlt, ist es ja auch in Ordnung. Also, Gut, ich gehe jetzt rein und ich finde, jetzt ist an der Zeit gekommen, dass du ihn mal in die Hand nimmst. ja, Okay. wenn du Lust hast, Bin gerne. gerne. Ja? Ja, ein bisschen beobachten von oben. Ja, ich würde vorschlagen, du setzt dich da ruhig mal hin. Kommst du da auch gut dran? Okay. Du klickst hier zweimal drauf mit einem Doppelklick. Und dann, wenn das blaue Fenster hier erscheint, kannst du auch ruhig zoomen. Oh, das reagiert auch. Das ist schon ein bisschen Übung hier mit dem Ding. Also gibt es da so Spielchen wie beim Autofahren, so die aus den... Nee, das kannst du dir nicht erlauben, weil guck mal, du guckst jetzt auf den Schirm, wenn er einen Bohrer einstecken würde oder auch Bits oder so, das würdest du gar nicht mitkriegen. Muss man immer Das Problem aufhalten. ist, du musst immer, wenn du dir eine Zielperson ausgesucht hast, immer dranbleiben. Okay. Das so ein bisschen creepy ist es schon, weil der Mann weiß ja jetzt nicht, was wir ihn gerade beobachten. Also wir hatten jetzt, hier eben habe ich schon einen gesehen, der hat sich an den Eiern gekratzt, während wir zugeguckt haben. Und jetzt, wo ich hier so sitze und irgendwie so Leute rauspicke, um ihnen zu folgen, hat man schon irgendwie so das Gefühl, ich will wirklich so ein bisschen das Verbrechen sehen. Ich bin so, ja, wahrscheinlich ist der böse, wahrscheinlich klaut er jetzt irgendwas. Als Detektiv in der Diebstahlsprävention musst du dir immer vorstellen, du bist ein Kunde. Und du musst dich natürlich so unauffällig wie möglich oder als Kunde auch verhalten. Wir nehmen manchmal einen Einkaufskorb, wir nehmen manchmal auch einen Einkaufswagen, manchmal eben halt auch ohne alles. Aber ich würde dir jetzt auch gerne mal den Spiegeltrick zeigen. Wenn der Spiegel im Einkaufswagen so ist, du kannst hier über den Spiegel den Kunden da beobachten. Und der Vorteil ist, ich als Kunde fühle mich nicht von dir beobachtet. Warum? Weil du ja den Rücken zu mir hast. So, wir sind jetzt auf der Suche nach jemandem, der uns verdächtig vorkommt. Und wie ich heute hier gelernt habe, sind vor allem ältere Männer hier die Täter. Natürlich völlig unauffällig, sehr weit entfernt folgen und über Ecken, über Spiegel, durch Regale durch beobachten, ohne aufzufallen. So, wie habe ich mich denn geschlagen? Ja, also ich fand, du hast das gut gemacht, weil wir haben das oft bei Praktikanten, was ich vorhin, glaube ich, auch schon erzählt habe, die machen dann immer so einen Giraffenhals, ne? Oder bewegen sich so wie so ein Roboter, so ganz, ja. Hab ich gesehen. Das war, ja. Du musst den Moment sehen, wenn die Ware wirklich eingesteckt wird. Weil wenn die Ware hier hingelegt wird und du siehst es nicht, dann wäre es jetzt auch wieder dieser Fehlaufgriff. Also wir haben da läuft ja so eine Kamera mit und da ist so ein Timer dran. Ich hatte gesehen, dass das 30 Minuten waren. Und ich dachte, das wären irgendwie so 5 gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht, sich so die richtigen Leute rauszupicken und dann so Detektiv zu spielen, hinterher zu laufen, sich zu verstecken. Also das macht echt eine Menge Spaß. Ich glaube, ich kann nie wieder in den Baumarkt gehen, ohne das nicht einfach für 10 Minuten auch noch mal zu spielen und zu gucken, vielleicht sehe ich irgendjemanden, der verdächtig aussieht, dann laufe ich mal hinterher. Die Frage, die sich die meisten stellen, haben wir auch viel von der Community mitbekommen, ist, wie werde ich denn Privatdetektiv? Also was muss ich da mitbringen? Also umgangssprachlich heißt es ja immer Ladendetektiv, obwohl ich es schöner finde, wenn man sagt Detektiv im Einzelhandel oder Einzelhandelsdetektiv. Und da braucht man ja die Sachkundeprüfung. Das heißt, es gibt verschiedene Kurse, dass man sagt, ich versuche es in 4 Wochen oder auch im halben Jahr.
Manchmal ist dann auch eben halt noch ein Praktikum mit angeschlossen. Da muss man vor der Industrie- und Handelskammer die Prüfung machen. Okay. Und da geht es dann eben halt um Gesetzestexte aus dem StGB, aus dem BGB, Unfallverhütung und solche Geschichten, Waffensachkunde. Also was wird eben halt abgefragt. Erst im schriftlichen Teil, wenn man den bestanden hat, kommt man dann in die mündliche und muss dann eben halt die mündliche machen. Aber als Privatdetektiv, also Privatermittler, wenn man es ganz hart sieht, da kann jeder so loslegen. Ne? Okay. Aber hier ist es was anderes, weil hier schütze ich fremdes Eigentum und setze auch mitunter das Hausrecht durch. Da muss ich geprüft sein. Ne? Also natürlich muss man fit sein, klar, ne? Auch als Detektiv, das ist ganz klar. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn wir hier 8 Stunden zum Beispiel im Baumarkt laufen, dann haben wir 14 bis 18 Kilometer am Tag hinter uns. Ich würde sagen, du bist schon ziemlich fit. Also bei der Strecke komme ich ins Größte. Also, Stefan hat uns gerade weggeschickt, weil da jemand sich verdächtig verhält. Und jetzt müssen wir weg. So eine Kacke. Ich komm mal kurz zurück. Danke. Das ist natürlich ein bisschen so das Risiko, wenn man hier im laufenden Einsatz dreht. Da war gerade ein älterer Herr, der hatte eine Lampe mit dabei und der wollte wohl die kaputte Glühbirne gegen eine teure LED-Glühbirne austauschen, dann natürlich mit seiner Lampe wieder rausgehen. Hat aber natürlich gesehen, dass wir hier filmen und hat sich dann davon leider wohl ein bisschen abschrecken lassen, das dann durchzuziehen. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr mich heute hier habt teilhaben lassen an eurem Beruf. Ist mega spannend. Ich habe wirklich viel gelernt und ist echt ein Traumjob. Also es macht echt eine Menge Spaß, finde ich. Da ist richtig Adrenalin dahinter. Also finde ich richtig cool. Vielen, vielen Dank. Wir haben uns auch gefreut. Ich habe gesagt, er ist Former, er kann anfangen. Ja. Also die Zeit ist wirklich wie im Flug vergangen hier. Und ich könnte mir echt vorstellen, das einfach nur aus Spaß irgendwie für einen Tag mal so zwischendurch zu machen, weil es wirklich einfach aufregend ist. Denn Ladendiebstähle sind echt kein kleines Ding, es betrifft uns alle und das wirkt sich natürlich auf die Preise aus, die wir dann alle zu bezahlen haben. Deswegen ist es auch eine wirklich wichtige Arbeit, die die beiden machen. Und jetzt muss ich noch bezahlen gehen, weil die beiden würden mich, glaube ich, erwischen, wenn ich hier was mitgehen lasse. Hier drüben gibt es eine weitere Folge Follow Me Reports. Da drüben ein weiteres Video aus dem Funknetzwerk. Denkt dran zu abonnieren und schreibt hier unten in die Kommentare. Ich klaue die jetzt.